Servus, hier ist wieder die Michi. Heute mit einem brisanten Thema, und zwar die queerfeindliche Politik in Deutschland. Was meine ich damit? Als ersten Punkt, das Sonderregister für queere Menschen. Vorgeschlagen wurde das jetzt von Alexander Dobrindt, seines Zeichens Innenminister CSU-CDU. Und er möchte eine Liste erstellen, wo Namensänderung und Geschlechtsänderung von transidenten, intergeschlechtlichen, nicht-binären Leuten verankert wird. Wozu? Das kann er selber nicht sagen. Wenn man vielleicht ein bisschen so denken tut, okay, vielleicht denkt er, es ist alles so wie in dem Film Dressed to Kill von 1980. Das heißt, alle transidenten Menschen sind Straftäter. Könnte ja sein, dass er wirklich so tief denken tut. Aber selbst wenn es so wäre, was natürlich nicht der Fall ist, weil ich glaube, unsere kleine Minderheit lebt eigentlich sehr friedvoll, wenn wir nicht auf Missstände hinweisen. Wenn es Einzeltäter geben tut oder Ausnutzer vom System, dann muss man halt dagegen angehen. Oder nicht über eine Liste. Also wenn man jetzt davon ausgeht, es ist ein bekannter Straftäter da, jetzt bewusst auch die männliche Form, weil es ja tatsächlich überwiegend Männer sind. Natürlich Ausnahmen bestätigen Regeln. Und diese Männer gehen dann zum Standesamt und möchten eine Namens- und Geschlechtsänderung machen, damit sie aus dem Strafregister rausfallen. Absoluter Unsinn. Jede Polizeistation hat bei Straftätern Zugriff auf das Geburtsregister. Der Bedarf natürlich. Da steht das alles vermerkt. Wozu brauche ich denn dann noch eine Liste? Wenn man ein bisschen zurückdenken tut, ungefähr 90 Jahre zurück, dann gab es das schon mal. Da wurden auch Listen angelegt. Aber für gewisse Gruppierungen auch. Genauso wie heute, wie er es vorhat. Aber nur, damit sie denunziert werden können. Sonst macht das keinen Sinn. Ja, also er möchte sozusagen den Staat, Kinder, die Wahrheit schützen. Darum muss jetzt die Minderheit überwacht, verhindert werden. Ich finde, das ist nicht okay. Wie gesagt, jetzt ist gerade seine Person was machen will. Die Idee ist da. Sie steht zum 11. September zur Abstimmung. Und selbst wenn sie abgelehnt wird, bleibt die Idee bestehen. Und wie gesagt, selbst das sollte schon mal gestrichen werden, die Idee. Das sollte verboten werden einfach. Oder, wäre vielleicht auch eine Idee, wenn er schon unbedingt eine Liste haben möchte, wie wäre es denn mit einer Liste für Verfehlungen der Politiker? Wäre auch mal interessant. Lieber Herr Dobrindt, wie war es denn? Haben wir doch mal in Deutschland Oberleitungen auf den Autobahnen. Versenken wir mal ein paar Milliarden Euro. Woanders? Im ganzen Verkehrsinfrastruktur wird das Geld bitte benötigt und hier fehlt es dann durch das. Prima. Nur ein Beispiel. Die Opposition braucht jetzt gar nicht jubeln. Verfehlungen müssen ja nicht unbedingt monetär sein. Es können ja auch wortliche Entgleisungen sein. Na, lassen sich auch einige, ist ziemlich viel. Okay. Das nächste Thema. Auch zum 11. September 2025 möchte die AfD in diesem Fall wieder einmal das Selbstbestimmungsgesetz abschaffen lassen. Das SpGG gilt jetzt erst seit 1. November 2024.
24. Es können ja die meisten Menschen gar nicht mal da was damit anfangen. Dann versuche jetzt mal einen kleinen Auszug davon zu machen, um was es hier geht, was ist der Hintergrund. Ich nehme jetzt dazu auch eine deutsche Grafik und weil es so beliebt ist, auch mal ein Einhorn, also das Gender Unicorn, frei verfüglich im Internet, wenn ich es mir auch mal nachträglich anschauen möchte. Also hier ist jetzt die Grafik und ich fange jetzt mal oben an zum Erklären. Es gibt als erstes mal die Geschlechtsidentität. Also wie fühle ich mich? Da kann man schon unterscheiden. Ich fühle mich weiblich, ich fühle mich männlich, ich fühle mich einem anderen Geschlecht zugehörig, beziehungsweise ich bin irgendwo in der Mitte. Wenn man die Grafik anschauen tut, da gibt es so Schieberegler. Je weiter rechts ich rüberschiebe, umso mehr Anteile davon fühle ich. Also ich kann durchaus mich eben weiblich und männlich gleichzeitig fühlen. Das wäre dann zum Beispiel nicht binär. Dann der zweite Punkt, der Geschlechtsausdruck oder wie gebe ich mich nach außen, ist einfach bloß die Kleidung. Ja, ich versuche mich gerade weiblich nach außen auszugeben, weil auch meine Identität weiblich ist. Also es sollte bei mir auch stimmig sein, aber es sind auch genügend transidente Leute da, also Geschlechtsidentität, die wo nicht dem biologischen Geschlecht entspricht, die wo sich eben noch vor der Umwelt fürchten und das eben nicht nach außen tragen. Also es wäre zum Beispiel bei mir so gewesen, nur so 47 Jahre ist mein Coming Out, wo eben die Geschlechtsidentität weiblich war und der Geschlechtsausdruck maskulin. Es ist aber relativ leicht zu verstehen, wie stelle ich mich draußen dar. Nächster Punkt, 3, bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht. Das wird jetzt für viele Leute schwer, weil man ja in der alten Schulbildung bloß weiblich und männlich kennengelernt hat. Aber es gibt auch noch Zwischenstufen. Nennt man dann Inter. Bei Inter gibt es halt verschiedene Geschlechtsmerkmale. Es ist leider so, dass heutzutage häufig durch die moderne Medizin schon nach der Geburt das binäre System angewandt wird und die falschen Geschlechtsmerkmale einfach entfernt werden operativ. Kommt häufiger vor, als man denken tut. Und zwar sprechen wir intersexuellen Menschen vom Prozentsatz von mindestens 0,5%. Geht hoch, je nach Studie, bis zu 12%. Nehmen wir mal einen Mittelwert, so 5%. Das heißt mit anderen Worten, jeder 20. Mensch ist intersexuell. Dass diese Menschen dann später Probleme haben, kann man sich ja vorstellen, wenn dann eben falsch entschieden wurde. Was ist denn? Meistens wird operativ auf die weibliche Seite gegangen, weil es das Einfachste ist. Aber man fühlt sich dann als Mann. Ja, genau. Dann ist man ein Transmann später mal, also wenn man das wieder rückgängig machen möchte. Oder? Was das Wichtigste ist eigentlich, es gibt genügend Leute, die möchten gar nicht extra zugewiesen werden, die möchten dabei bleiben. Sie sind. Das gibt es. Okay, dann noch die anderen Sachen. Sexuell angezogen. Genau, in welcher Personengruppe möchte ich Sex haben? Mit Frauen, Männern oder eben nicht-binäre Leute. Gar nicht. Gibt's auch. Oder mir ist es vollkommen egal. Es gibt so viel, ein Riesenspektrum. Und dann gibt es noch den letzten Punkt, romantisch angezogen. Also mit wem möchte ich denn eine Beziehung machen?
Also auch wieder mit Frauen, mit Männern oder in anderen Geschlechtern. Und das wäre jetzt schon die ganze Lehre dazu, dass es geben tut. Also im Prinzip leben und leben lassen. Das Ganze hier hat nichts mit Straftaten mit bösen Menschen zu tun. Überhaupt nicht. Ja, wieso will es jetzt die AfD abschaffen? Wahrscheinlich, weil es einfach ist, eine Minderheit einfach zu bedrohen, Angst schüren, beziehungsweise sich dann als Wohltäter hinzustellen. Ja, ich habe die Menschheit von dieser Gruppierung erlöst, so ungefähr. Und ja, wir sind die großen Helden. Wenn man sich jetzt anschauen tut, das Selbstbestimmungsgesetz hat das TSG abgelöst, das wo für verfassungswidrig eingestuft wurde, weil es eben viel zu schlecht war. Und in SPGG kann man jetzt tatsächlich zum Standesamt gehen, den Antrag stellen, dass man nach einer 3-monatigen Sperre den Namen und das Geschlecht ändern kann. Also man hat 3-monatige Denkzeit, so sagen sie es. Okay. Nach den 3 Monaten kann man dann eben hingehen, innerhalb von einer Frist von einer weiteren 3 Monaten, sonst verfällt das wieder, und kann das eben dann durchziehen. Wenn jetzt aber jemand behaupten tut, ich kann ständig das Geschlecht und den Namen ändern, nein, um Gottes Willen, denkt doch mal logisch nach. Also jetzt habe ich schon mal die 3 Monate Sperre gehabt. Jetzt gehe ich da hin, es kostet auch Geld, das Geschlecht ändern 30 Euro, Namen ändern 30 Euro, eine Geburtsurkunde 12 Euro. Und das ist der Anfang. Wenn man das jetzt gemacht hat, dann geht es dann irgendwann weiter, wenn man die Papiere hat. Einwohnermeldeamt, Personaldokumente anfordern, später Führerschein anfordern, Kfz-Schein anfordern, Versicherungen ändern, Banken. Es ist zeitlich und monetär immer noch ein Wahnsinn. Also wir sprechen jetzt aktuell, vom zeitlichen Rahmen her zumindest, von ungefähr 3 bis 4 Monate, bis alles geändert wurde. Also mein aktueller Fall ist es gerade abgeschlossen worden vor kurzem, waren es tatsächlich ziemlich genau 4 Monate. Also man kann nicht davon reden, dass man es schnell ändern tut. Ja, gut, also wird das mal geklärt. Es bleibt immer noch Argumente, was spricht denn eigentlich das SPGG? Schlagwort Toilettennutzung. Durch das SPGG können jetzt einfach sexuelle Straftäter, meistens männlich, in die Frauentoiletten reingehen und den Frauen irgendwas antun. Der sogenannte neudeutsche Wort Safe Space ist verletzt. Was für ein Quatsch. Als ob jemals schon ein Gesetz einen Straftäter aufgehalten hätte. Deshalb nennt man sie ja Straftäter, weil sie gegen die Gesetze vorgehen. Also tatsächlich, es kann jederzeit jeder in eine Toilette reingehen und irgendwas anstellen. Am allerwenigsten werden das wahrscheinlich die Transfrauen in diesem Fall sein, weil die versuchen ja möglichst unauffällig zu sein. Also man merkt schon, ich rede jetzt natürlich immer sehr viel von Transfrauen. Ist auch so in der Öffentlichkeit publik gemacht, dass von Transmännern eben wenig Gefahr ausgeht. Sind wir ja auch im nicht-binären System, weil die Cis-Frauen, also die gebürtigen Frauen, eben einfach nicht so gewalttätig sind wie die Männer. Ist übrigens Testosteron bedingt. Oh, Moment. Testosteron. Und denn Transfrauen nicht das Testosteron absetzen bzw. blockieren? Könnte man auch mal nachdenken.
Okay, weiter. Was mir gerne aufgeführt wird. Es tun sich Straftäter das Geschlecht ändern lassen, damit sie in Frauengefängnisse kommen. Ja, muss ein sehr großes Problem sein. USA, England. Ist das wirklich so? Ist die Rechtsprechung so? Lassen wir uns mal kurz unterscheiden. Wenn es ein Einzelfall ist, dann würde es ja reichen, wenn man einfach eine Sonderregelung für die Person machen würde. Also meinetwegen dann Einzelzelle oder sonst irgendwas, weil man im Gefängnis ja sowieso bloß eingeschränkte Rechte hat. Es müsste ja dazu eine Lösung geben. Wäre es tatsächlich ein Massenphänomen, dass wirklich viele Menschen, Straftäter, das machen würden, dann ist es ja auch schon wieder kein Problem mehr. Dann mache ich doch im Gefängnis einen extra Trakt auf für Transfrauen. Oder, wenn es ganz schlimm ist, ein extra Gefängnis für die. Und dann sind sie auch gut untergebracht. Und da geht keine Gefahr mehr aus. Also, ich bin die letzte Person, die wo sagen tut, ähm, gibt den Straftätern alle Freiheiten. Nein, stimmt nicht. Straftäter sind Straftäter, die sollen auch bestraft werden. Ganz klar. Und nicht ein schönes Leben führen irgendwo. Was haben wir denn noch? Ein bisschen so ein zwielichtiges Thema. Ich tue es auch bloß kurz anreißen. Der Frauensport. Bei dem Thema ist natürlich gemeint, dass möglichst keine Transfrauen im Frauensport antreten sollen, weil es unfair ist. Als Hintergrund, weil man davon ausgehen tut, dass eben Testosteron die Muskeln aufbauen tut. Das heißt, ein biologischer Mann hat natürlich Vorteile. Das ist soweit in Ordnung, das stimmt ja. Nur, wenn man es so allgemein machen tut, was ist denn, wenn dann ein Mensch sehr früh eine Transition durchlaufen tut, niemals in die Pubertät gekommen ist und die Muskeln entsprechend auch gar nicht aufgebaut sind? Muss ich die dann auch sperren, die Menschen? Wo ist irgendwo eine Grenze? Das ist dann eben ein sehr schwieriges Thema. Im Profisport, okay, da bin ich jetzt sowieso voll dabei, da muss man irgendwas machen, wenn es relevant ist in der Sportart. Es gibt auch Sportarten, wo es vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Darum meine Forderung dazu, lasst bitte die Sportverbände selbst entscheiden, wie man mit der Geschlechtsidentität umgehen tut. Bei richtigen Kraftsport, prominentes Beispiel, zum Beispiel Boxen, sicherlich muss man da eingreifen, damit man eben im wehren Bereich bleiben tut. Mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht mehr sagen zu dem Thema. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Im Parteiprogramm der AfD steht auch, dass sie die Geschlechtsidentität nicht anerkennen wollen. Das heißt, sie möchten unbedingt eine biologische Frau, die transident ein Mann ist, auch weiblich ansprechen. Wieso? Naja, das ist eine ideologische Einstellung. Sie möchten halt gerne die Minderheiten denunzieren. Das ist einfach mal das Motto der Partei. Und es ist eben nicht nach dem Motto leben und leben lassen, ne? Nur weil es Spaß macht. Wieso muss man jetzt das Gesetz absetzen? Naja, es gibt halt einen Passus, da steht drin, wenn man das absichtlich tut, dann sind bis zu 10.000 Euro Strafe fällig. Und das wird halt für manche Leute auf Dauer ziemlich teuer. Also tut man einfach das Gesetz abschaffen.
entscheidet selbst, ob das so richtig ist.